Eine der neuen Errungenschaften der Menschheit wäre ohne Organisationen als Mittel der Zusammenarbeit möglich gewesen. Mit diesem Zitat von Frederic Laloux möchte ich gerne dieses Video eröffnen, das sich speziell der Frage von Gruppen und Teams in Organisationen und deren Kollaboration darin beschäftigt. Es ist schon ein Stück weit eigentümlich, dass sich Volks- und Betriebswirtschaftler darüber wundern, warum Menschen überhaupt Organisationen schaffen, dass es in der Systemtheorie nur zwei Pole gibt, nämlich das Individuum und das System, während wiederum die Individualpsychologie eigentlich nur die Individuen kennt. Ich bin deshalb auch ein Fan der integralen Sichtweise von Organisationen, weil sie 4 Quadranten aufweist, die ich jedoch sehr speziell deuten und anwenden bzw. interpretieren möchte. Für mich läuft nämlich alles über die Kollaboration zusammen, insbesondere im Organisationskontext, das heißt also über die konkrete Zusammenarbeit der Menschen in Gruppen und Teams. Diese stellen nicht nur den Motor von Organisationen dar, sondern sind, wenn man es richtig sieht, auch die kleinste mögliche Wertschöpfungseinheit von Organisationen. Insofern sind die Gruppen und Teams in den Organisationen die eigentlichen Handlungsressourcen. Um das noch einmal mit einem Zitat von Michael Tomasello zu verstärken: Alle hochkomplexen Kooperations- und Kollaborationsformen moderner Gesellschaften beruhen damit auf Eigenschaften, die im Kontext der Interaktion in kleinen Gruppen entstanden sind. Eine integrale Sichtweise ist also weder Individualpsychologie noch eine systemtheoretische Betrachtung, und ich gehe gerne über die 4 Sets, wie ich sie bezeichnen möchte, an dieses Thema heran. Diese 4 Sets, dessen bekanntestes das Mindset sein dürfte, zeigen nämlich deutlich die Struktur, die später in den 4 Quadranten grundgelegt werden. Neben dem Mindset als persönliche Haltung, Einstellung gegenüber der Arbeit in einer Organisation geht es beim Skillset darum, handelnd tätig zu werden und damit die eigenen Kompetenzen zu zeigen. Das Toolset verstehe ich selbst etwas breiter als nur eine Werkzeugkiste. Das Toolset einer Organisation besteht auch in Sozialtechnologien, beispielsweise der Gestaltung von Entscheidungsprozessen, wie natürlich auch in der Prozessgestaltung und Strukturierung der Organisation als Architektur selbst. Das Rule-Set wiederum ist etwas, was uns eigentlich ganz geläufig ist, weil sie natürlich auch in den Kontext von Gruppen und Teams einzuordnen sind. Es sind die Normen und Verantwortlichkeiten, die genau dadurch entstehen, dass es eben gemeinsame Abhängigkeiten gibt und dass eine Kollaboration wirklich stattfindet. Natürlich lässt sich das nicht 1:1 auf die 4 Quadranten nach Ken Wilber bzw. die 4 Quadranten, die die integrale Organisationstheorie verwendet, übertragen. Dennoch liegt es nahe, bei den auch gegebenen begrifflichen Unschärfen einen solchen Versuch zu unternehmen. Insofern habe ich diese 4 Sets den 4 Quadranten zugeordnet, und ich glaube, die Logik und das, was sich deckungsgleich dahinter verbirgt, ist einleuchtend. Dass nämlich das Mindset das Innen-Ich kennzeichnet, so wird es auch gelegentlich im Sprachgebrauch verwendet. Dass das Skillset, also die konkreten Handlungen und Kompetenzen, das Außen-Ich gewährleisten. Dass das Toolset in seiner Bandbreite das Außen-Wir kennzeichnet. Und dass am Ende das Rule-Set die Unternehmenskultur widerspiegelt und in dem Sinne das Innen-Wir darstellt. Dazu gehören auch die typischen Fragestellungen, wie beispielsweise: Welche Gedanken tauchen bei dir bezüglich einer Organisation auf im Innen-Ich? Hast du in entscheidenden Situationen die notwendigen Kompetenzen als Außen-Ich? Welche Schwierigkeiten ergeben sich im Rahmen eurer Strukturen bei der Zusammenarbeit als Außen-Wir?
Und wie geht ihr beispielsweise als Team mit euren Fehlern um als Innenwir, also eine Frage der Fehlerkultur in einer Organisation?